Meine Damen und Herren, wir sind hier im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Das klingt erstmal eigentlich ganz langweilig, Vorgeschichte. Warum sollten wir in ein Museum für Vorgeschichte nach Sachsen-Anhalt in Halle an der Saale fahren? Nicht ganz einfach, weil wir hier etwas über unser eigenes Leben erfahren, weil Vorgeschichte überhaupt nicht langweilig ist, sondern weil die Kenntnis der Vorgeschichte uns hilft, unser eigenes Leben viel besser zu verstehen. Eigentlich war das ja immer die grundsätzlich philosophische Frage: Warum lebe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Wie soll ich überhaupt leben? Was ist ein richtiges und was ist ein gutes Leben? Und dazu muss man verstehen, wie der Mensch konfiguriert ist und was eigentlich die Notwendigkeiten und Bedürfnisse sind. Und zwar nicht die Bedürfnisse, die uns die Gesellschaft in den letzten 2.000, 3.000, 5.000 Jahren einredet, in der städtischen Gesellschaft, sondern was Menschsein eigentlich bedeutet. Und das erfahren wir nicht, wenn wir uns mit den 5.000 Jahren schriftlicher Geschichte beschäftigen, sondern das erfahren wir, wenn wir uns mit den 2 Millionen, vielleicht sogar 5 Millionen Jahren letztlich menschlicher Geschichte beschäftigen. Denn dann sehen wir, was ist eigentlich das Wesen des Menschen. Zuallererst ist der Mensch ein soziales Wesen, das in kleinen Gruppen lebt. Der Mensch ist ein Wesen, das vor allem als Jäger lebt, mit wenig Zeitaufwand pro Tag, das nachts ums Feuer sitzt, von wilden Tieren geschützt sich Geschichten erzählt. Und so sind wir schon ganz aktuell. Wenn also Sie mit Ihrer Familie praktisch im Dunkeln um den Fernseher sitzen und Game of Thrones oder House of Cards sehen, dann empfinden Sie eigentlich eine paläolithische Situation nach, in der Sie am Feuer sitzen. Sie erzählen sich Geschichten, Sie verfolgen die Sozialbeziehungen in einer Serie und Sie fühlen sich aber eigentlich schlecht, weil Sie sollten Mikado spielen mit der Familie. Das ist natürlich Quatsch. Sie sind süchtig nach dieser Serie, Sie sind süchtig nach dem flackernden Feuer in der Dunkelheit, des Menschen sozusagen über Hunderttausende zusammenbringt. Und nichts anderes vollziehen Sie in Ihrer Wohnung nach, weil Sie ja diese große Gruppe nicht mehr haben, die diese Geschichten erzählt. Sie sehen also, Sie sind immer noch dem paläolithischen Leben verhaftet. Das Gleiche passiert, wenn eine Spinne oder eine Maus in der Ecke des Zimmers läuft, dann sehen Sie als Laufhetzjäger im peripheren Blick die Bewegung und sind sofort beunruhigt. Wenn Sie mit Ihrem Mann essen gehen, dann setzen Sie sich gegenüber, Sie schauen über seine Schulter, er schaut über Ihre Schulter, Sie sichern sich gegenseitig, sodass Sie vom Rücken her nicht angegriffen werden. Sie haben Angst gegebenenfalls vor Schlangen und vor anderen Kriechtieren. Sie fürchten sich vollkommen berechtigt in der Dunkelheit, denn in den Ländern, in denen Sie früher und in den Habitaten, in denen Sie früher lebten, wären Sie in der Dunkelheit alleine, ohne Feuer, einfach von einem großen Raubtier gegebenenfalls erlegt worden. Kurzum, all diese archaischen Triebe schlummern in uns, genauso die Begeisterung fürs Fußballspiel oder für Ballspiele. Sie fiebern mit einer Mannschaft mit und sie nehmen sozusagen wieder an einer rituellen Jagd teil. All das ist Teil unseres urgeschichtlichen Erbes, all das ist uns nicht bewusst. Wenn es uns aber bewusst ist, dann können wir natürlich das Ganze viel, viel besser verstehen. Dann verstehen wir, warum es nicht optimal ist, wenn wir unsere Kinder alleine erziehen und nicht in einer Gruppe unterbringen. Dann verstehen wir natürlich, warum wir uns im Aufzug fürchterlich unwohl fühlen. Und dann verstehen wir, warum wir gegebenenfalls in einen völlig relaxten Pauschalurlaub fahren. All das, unser eigenes Leben, verstehen wir besser, wenn wir die Archäologie und die Tiefengeschichte verstehen. Und deshalb sollten Sie ins Landesmuseum für Vorgeschichte nach Halle fahren. Dort ist der Ansatz, um unser eigenes Leben besser zu verstehen und uns über unsere Zukunft Gedanken zu machen. Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen, kann ich nur sagen, besuchen Sie uns im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle.